Hallo meine Lieben, Tag 19 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute ein bisschen später als gewohnt. Für die, die sich Sorgen gemacht haben, ne? Alles gut. Aber ich hatte gestern einfach bis spät in die Nacht noch gearbeitet, weil, letzter Tag vorm Urlaub ist immer ein bisschen stressig. Aber heute Tag 19 und heute habe ich einen witzigen Geschenkbeutel für eine Weinflasche für euch und was wir da genau machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, wir machen eine Verpackung für eine Weinflasche und zwar ist es so eine Tasche. Das heißt, ihr habt hier oben zwei Henkel und zum Stabilisieren unten könnt ihr immer noch einen Karton reinmachen oder eine Graupappe und die ist dann so, wie man diese Tüten kennt, wo man den Wein oder wo man Flaschen jeweils mit verschenkt, ne? Hat diese Tütenform und ja, könnt ihr da reinmachen. Und ihr seht, die hat auch wirklich genug Platz. Natürlich macht es keinen Sinn, die Flasche hinzulegen, aber ich muss es kurz so machen, damit ich euch das zeigen kann. Und eben oben die beiden Henkel und ein lustiger Spruch drauf. Most likely to drink all the wine. Und das mit einer Weihnachtsmütze oder Santa Claus Mütze passend natürlich zur Jahreszeit. Wir werden die hier machen. Ich will euch aber auch noch 3 andere Beispiele zeigen. Und zwar ist es einerseits die, Bring wine and tell me I'm pretty. Dann eine Coffee gets me started, wine keeps me going. Und dann noch eine dritte Variante, das finde ich eigentlich fast die coolste, age gets better with wine. Und nicht wine gets better with age. So, das sind die Varianten und einfach um euch das zu sagen, ich arbeite im Moment ja mit dem Cricut Maker und deshalb auch mit dem Cricut Design Space und all diese Motive, die sind im Cricut Access drinne. Also das ist nicht selber gezeichnet, sondern das habe ich da aus den Bildern im Cricut Access. Und wie ihr sowas selber auch nähen könnt und dann eben auch beschmücken könnt, auch mit mehreren Farben, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist auch gar nicht viel. Fangen wir mal mit dem Stoff an. Da habe ich einen Baumwoll-Canvas-Stoff und den habe ich auch schon mit Flieseline, mit einer 250er Haar-Flieseline versehen. Und zwar nicht ganz bis oben, sondern ich habe oben und unten 8 cm das Ganze kürzer gemacht, aber in der Breite genau gleich. Das hilft halt einfach, dass das dann an den Enden nicht ausfranst und das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen Stabilität. Der Stoff selber, der ist 86 cm x 24 cm und somit die Flieseline ist auch 24 cm und 78 cm. Und ich habe das auch schon eben vorbereitet. Ich habe die Flieseline aufgeklebt und dann habe ich oben 2 x 2 cm umgelegt und das schon gebügelt. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das hilft euch nachher dann beim Nähen auch von der ganzen Sache. Dann, was ich auch noch habe, sind 2 x 8 cm x 21 cm. Und auch die habe ich schon gebügelt, einmal in der Mitte und dann die beiden Seiten reingelegt und das so nochmal gebügelt. Das werden unsere Henkel. Dann auf dem Tisch geschnitten habe ich das Ganze mit dem Rollschneider und dem Schneidelineal. Ich habe eine Stoffschere auf dem Tisch, was zum Anzeichnen, was zum Abmessen, die Wonderclips, die Nähnadeln und dann habe ich noch ein Motiv, was ich aufbringen werde auf die Tasche dann. Flexfolie, einmal in schwarz, einmal in weiß und einmal in rot. Das heißt, wir werden heute layern. Und um das aufzubringen, habe ich die Hitzematte und die Cricut Mini und noch ein Stück Backpapier. Und was ich auch noch habe, ist eine kleine Ecke,
oder ein Viereck, um die Ecken anzuzeichnen und die dann auszuschneiden. Das ist 5,5 cm mal 4,5 cm. Und natürlich brauchen wir auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was wir für heute brauchen. Wenn ihr den Stoff auch so vorbereitet habt, wie ich das gemacht habe, das heißt die Flieseline aufgebracht und oben 2x2 cm umgebügelt, dann könnt ihr das schön aufeinander legen und kurz festklipsen. Und dann zeichnen wir unten eben diese beiden Ecken an. Das heißt, der Stoff liegt jetzt doppelt und dann lege ich das so in die Ecke, dass die 4,5 cm ist die Höhe, die Breite sind 5,5 cm. Dann kann ich das hier schön in diese Ecke legen und mir das kurz anzeichnen. Und zwar beide Ecken. Und das auch gleich ausschneiden. Und das werden wir auch gleich schon nähen. Das heißt, ich fange hier oben an, verriegle und nähe das Ganze runter und verriegle unten auch wieder. Und das mit einem Zentimeter Nahtzugabe und dasselbe auch auf der Seite hier. Was ich dann auch gleich mache, ist das, was übersteht oder ab der Naht zu versäubern. Das heißt, ich gehe dann noch mit einem Zickzackstich hier drüber. Da stelle ich die Maschine ein auf einen Zickzackstich, mache eine 5er Breite und eine Distanz. So vernähe ich das nach oder versäubere ich die Kanten noch. Und das eben auch auf beiden Seiten. Was ihr dann auch gleich macht, wenn ihr an der Maschine seid, wenn ihr die dann eben auch so vorbereitet habt, dann könnt ihr hier knappkantig einmal mit einem Gradstich runternähen. Das heißt, ihr verriegelt oben, näht dann einfach alles runter, dann dreht ihr das und hier auch wieder verriegeln, runternähen und unten auch wieder verriegeln. Und das mit beiden Streifen. Ich fange jeweils da an, wo die offene Seite ist und nähe so runter. Das mache ich mit diesen beiden Stücken und dann eben noch dieses Teil hier. Text every day, and still my feelings are so strong. How I missed your face. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow, and my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. Can you feel it too? Girl, I won't let you go. When the sky comes alive, let's have a jolly talking on the phone, I'll make you feel at home. Oh, when I got you by my side. Wenn ihr das genäht habt, dann solltet ihr jetzt hier die beiden Streifen haben, die auf beiden Seiten runtergenäht sind. Und hier dieses Element können wir, den Überstand von der Naht, den können wir abschneiden. Jolly
Und dann könnt ihr die Kanten von innen kurz ein bisschen rausstreichen. Das heißt, ich gehe hier einfach, ich drücke quasi von innen gegen diese Naht und streiche das mit dem Fingernagel kurz ein bisschen runter. Und ich mache das auf einer Seite immer in die Richtung und dann auf der anderen Seite in die andere Richtung. So, dann geht es dann auch mit den Ecken ein bisschen besser. Was wir jetzt machen, wir legen hier die beiden Kanten aufeinander, so geht es dann auch runter. Und dann sollte sich hier unten, wenn ihr dieses Teil hier reinlegt, sollten sich die Elemente eigentlich fast von alleine richtig hinlegen. Weil jetzt seht ihr, das, was wir vorhin abgeschnitten haben, ergibt jetzt hier so einen Ton. Stecke ich mir kurz fest. Und diese beiden Sachen nähe ich jetzt auch kurz an der Nähmaschine. Das heißt, ich fange hier an mit 1 cm Nahtzugabe, verriegle, nähe hier entlang bis wieder hier, verriegle. Ich gehe hier in der Mitte jeweils zweimal drüber, einfach um sicher zu sein, dass es auch hält. Und dasselbe dann auch auf der Seite, das heißt hier anfangen, runternähen, hier gehe ich zweimal drüber und hier auch wieder verriegeln. Und was ich dann mache, auch mit denen, ich versäubere die genauso, wie ich das hier auf der Seite gemacht habe. Und genau das mache ich kurz. Just wanna have a holiday, yeah, yeah. Let's have a jolly holiday. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch hier die Kanten schön abschneiden oder den Überstand. Und jetzt können wir das Ganze auch schon wenden. Da könnt ihr ganz einfach die Ecken so ein bisschen rausdrücken. Solltet ihr hier unten ein schönes Viereck haben und ich bügle jetzt jeweils das Ganze noch so ein bisschen in Form, damit ich dann besser sehe, wo die Henkel hinkommen. Das heißt, ich versuche dem jetzt auch schon so diese quasi Tütenform zu geben. Das heißt, ich habe das mal so hingelegt und hier quasi streiche ich die Ecken so ein bisschen fest. Und jetzt kommen ja die beiden Seiten, sollten ja nach innen gehen. Das heißt, ich drücke hier mit den Fingern in die Ecke rein und gucke, dass unten die Ecken auch schön aufeinander liegen. Es geht einfach darum, dass das hier dann, dass ihr es so vor euch liegen habt, dass das schön gerade hochgeht. Und so bügle ich das jetzt kurz, vor allem auch diese Kanten hier, damit die schön liegen. Weil jetzt können wir oben schön die Bänder einarbeiten. Und zwar habe ich habe die 2 cm und die 2 cm bereits eingelegt. Und jetzt gucke ich mir das so an. Das heißt, ich gucke,
dass die geschlossene Kante ich jetzt so in den Fingern habe und die schönere Naht außen liegt. Das wäre die hier. So will ich, dass das schlussendlich hier hinkommt. Und deshalb gebe ich das jetzt hier rein. Einmal unter diese 2 cm. Friemel ich hier so ein bisschen drunter. Bis circa hier. Und dann kippe ich das um. Und dann gucke ich, dass ich aus der Ecke 2 cm Abstand habe. Ein bisschen zu weit außen. Könnt ihr das noch ein bisschen hin und her schieben, dass hier bei 2 cm landet. Nochmal gucken, kontrollieren, dass das hier wirklich schön unter dem Stoff liegt. Und so könnt ihr das festmachen. Und dasselbe auch auf der anderen Seite, das heißt, ich mache hier diese Schlaufe und so soll das reinkommen. Auch mit dem 2 cm Abstand hier von der Kante. Und dann eben auch das drunter schieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch längere Henkel machen, aber ich fand, für die Breite der Tasche passen die eigentlich wunderbar. Hier wirklich gut gucken, dass das wirklich drunter liegt, weil wir nähen es jetzt zweimal fest, damit es dann auch wirklich hält und nicht plötzlich die Flasche zu Boden fällt, ne? Und dasselbe machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Auch hier wieder die schönere Naht. So, ne? Hier ist die geschlossene, hier war das, was vorher offen war. Ich mache das so hier rein. Dann könnt ihr hier in der Mitte auch noch die Nahtzugabe schön runterklappen und das einmal festmachen. Und jetzt nähen wir zweimal ringsherum. Beim ersten Mal werde ich sehe hier, na, hier hört es auf. Daran orientiere ich mich. Ich werde hier knappkantig entlang nähen und ich gucke da jeweils, wo das zu liegen kommt, und dann mache ich ein Washi-Tape hier an der Kante auf die Nähmaschine und dann weiß ich, dass ich immer schön gleichmäßig nähen kann. Und ich mache das jeweils so, ich fange hier bei diesem Teil, der wird ja nachher so reingeklappt quasi, ich fange hier jeweils an, nähe hier entlang und dann hier wirklich schön langsam gucken, dass das wirklich drinne ist und hier drüber nähen. Und weil das die Henkel sind und daran das Gewicht hängt, gehe ich dann noch einmal zurück und wieder vor. Dann nähe ich weiter, beim zweiten Henkel dito, einmal vor, einmal zurück, wieder vor. Dann ringsherum und dann auch bei diesen Henkeln einmal vor, einmal zurück, einmal vor, zurück, vor, bis ich dann wieder da angelangt bin, wo ich war. Das ist die erste Naht. Und dann fange ich auch wieder hier an und diesmal orientiere ich mich hier an dieser Kante oben und mache die Nadel, also ich versuche hier knappkantig zu nähen und in der Regel gucke ich einfach, dass das Nähfüßchen hier liegt, ne? Und da genau dasselbe, ne? Ich nähe, bis ich bei den Henkeln bin, gehe da einmal vor, zurück, vor,
Dito hier, dasselbe dann auch wieder hier, bis ich dann wieder hier angelangt bin. Das ist das, was ich jetzt noch kurz nähe. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt hier wunderbar die Tasche vernäht haben. Wenn ihr noch solche Sachen habt, die sich da versuchen zu lösen, könnt ihr die noch abschneiden. Aber der Rest sollte eigentlich dadurch, dass wir das versäubert haben, dann auch drinnen bleiben. Und so habt ihr Henkel, wo ihr das Ganze dann auch tragen könnt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Motiv drauf, weil das wäre sonst ein bisschen langweilig. Bevor ich jetzt das Motiv aufbringe, gehe ich noch kurz mit dem Lehmtroller drüber, einfach um sicher zu sein, dass ich da nicht irgendwelche Fäden einarbeite. Die Cricut Mini habe ich schon auf eine 2 eingestellt. Und dann nehme ich die Hitzematte und lege die Tasche hier oben drauf. Ich habe jetzt 3 Sachen. Eine rote, eine weiße und eine schwarze, die so zusammengehören, und ich klebe die jeweils so zusammen, wie sie dann auch schlussendlich auf die Tasche kommen. Und dann nehme ich die oberen Teile wieder weg. Und was ich jetzt mache, wenn ich layere, mache ich das immer so, dass ich nur 10 Sekunden drauf gehe, die Folie wegnehme und dann mit dem nächsten weitermache. So, das hält schon mal. Dann gehe ich mit dem nächsten Motiv drauf, und das ist das rote, aber damit ich weiß, wo das rote hin muss, gebe ich das zusammen mit dem weißen drauf und löse das Weiße wieder ab. Und damit ich jetzt nicht Gefahr laufe, dass ich hier auf die nicht geschützte Folie drauf komme, gehe ich da mit dem Packpapier drüber. Und dann noch die Mütze oder den Rest der Mütze. Und erst jetzt gehe ich nochmal 30 Sekunden drauf, aber natürlich immer das Backpapier drüber halten oder drüber machen, damit ihr nicht mit der Hitze direkt auf die Flexfolie drauf kommt. So, genau. Und dann können wir die auch schon ausschalten. Und so habt ihr ein lustiges Weihnachtsmotiv auf der Tasche für die Weinflasche. Ne? Most likely to drink all the wine.
So kann dann eine Weinflasche rein und die so verschenkt werden. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren und nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!